Hast du jemals mitten in der Nacht geweint, weil ein geliebter Mensch verschwunden ist, ohne ein Wort zu Hunturo zu hinterlassen? Dich immer wieder gefragt, ob er noch lebt oder für immer fortgespült wurde? Ethan wurde all die Jahre von solchen Fragen gequält. Warum verschwanden seine Mutter und seine Schwester vor 14 Jahren gleichzeitig bis zu einer Winternacht, als eine anonyme Nachricht eintraf und die Wahrheit für die schwelenden Zweifel der letzten 14 Jahre enthüllte? Wie geht es dir heute? Ich hoffe, du bist von friedlichen Dingen umgeben, um unsere Geschichte zu hören. An einem Winterabend pfiff der Wind leise durch die alten Kiefern hinter dem Dawson-Haus. Im Inneren der holzgetäfelten Küche verteilte sich ein sanftes, goldenes Licht im ganzen Raum. 6 Stühle waren gleichmäßig angeordnet und 2 Stühle waren leer wie seit 14 Jahren. Lea schnitt still Knoblauchbrot. Aldi spielte neben ihr mit einem Löffel. Ethan saß am Kopfende des Tisches. Seine Augen verließen den Teller nicht, aber er rührte ihn auch nicht an. Dan, der Vater, der jetzt im Rollstuhl saß, beobachtete still alles. Seine Hand ruhte leicht auf der Armlehne des Stuhls. Und Mark, der ältere Bruder, blätterte in der ungelesenen Zeitung, wie um der Stille zu entkommen. Ethan legte Messer und Gabel ab und blickte auf. Seine Stimme war tief, aber klar. Wenn Mutter an diesem Tag nicht mit ihr gegangen wäre. Einige Sekunden lang antwortete niemand. Mark legte die Zeitung weg, sein Blick war eiskalt. Schon wieder, es reicht. Mutter hat beschlossen, uns zu verlassen und im Stich zu lassen, Ethan. Unsere Schwester wurde wahrscheinlich auch von ihr einer Gehirnwäsche unterzogen. Ethan richtete sich auf. Die Augen, die 14 Jahre lang gelitten hatten, brannten jetzt heftig. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Messer und Gabeln zitterten, das Wasserglas kippte um. Mutter hat niemanden im Stich gelassen. Du weißt, dass sie nicht so ist. Sie liebt sie. Sie liebt dich auch. Sie liebt uns alle. Der Raum erstarrte. Lea erstarrte, ihre Hand umklammerte das Stück Brot. Aldi senkte den Kopf, um jedem Blick auszuweichen. Dan wollte sein Glas heben, aber seine Hand zitterte zu sehr, er musste es abstellen. Ethan stand auf, verließ das Esszimmer und ließ abgehackte Atemzüge und Blicke zurück, die niemand auszutauschen wagte. Er ging die alte Holztreppe hinauf, jede Stufe knarrte wie ein Seufzer. In seinem Zimmer öffnete Ethan eine Schublade und zog einen alten, abgenutzten Umschlag heraus. Darin befand sich ein kleiner Zettel. Die blaue Tinte war fast verblasst. Manchmal möchte ich auch für eine Weile verschwinden. Er hatte nie geglaubt, dass seine Mutter diese Worte geschrieben hatte, um wegzugehen. Er hatte sie in den letzten 40 Jahren nicht weniger als 1000 Mal gelesen, jedes Mal wie ein Messerstich, aber auch wie eine Mahnung. Seine Mutter war verzweifelt, aber er glaubte nicht, dass seine Mutter Catherine gefühllos war. Ethan schloss sanft die Augen. Und in der Dunkelheit hinter seinen Lidern kehrte die Vergangenheit zurück. An diesem Tag war der Himmel klar. Die Sonne schien leicht durch das Küchenfenster und warf einen goldenen Schein auf die karierte Tischdecke. Catherine stand neben dem Waschbecken, band sich die Haare hoch und drehte sich zu Dan um, der damals noch laufen konnte. Ich gehe etwas Hühnchen kaufen. Es dauert sicher 20 Minuten. Ellie will mitkommen. Ellie, damals erst 5 Jahre alt, hüpfte um die Beine ihrer Mutter und umarmte ihren abgenutzten Teddybären namens Bubu. Catherine beugte sich hinunter, um ihrer Tochter die Schuhe zu binden. Ihr Blick war müde, aber sie lächelte immer noch sanft. Ethan, damals 16 Jahre alt, lehnte im Türrahmen. Er spürte etwas in den Augen seiner Mutter, ein sehr leichtes Zögern. Er fragte nicht, wollte seine Mutter nicht noch mehr ermüden. Der silberne Ford rollte langsam aus der Einfahrt.
Ethan sah zu, bis die Scheinwerfer hinter der Straßenecke verschwanden. Von diesem Moment an verging die Zeit wie abgenutzt. 14 Stunden, 15 Stunden. Niemand kam zurück. 16 Stunden. Ethan rief das Telefon seiner Mutter an, niemand nahm ab. Mark sagte damals leise: Mutter ist sicher bei einer Freundin vorbeigegangen. Vielleicht ruht sie sich gerade aus. Ethan glaubte es nicht. Er nahm sein Fahrrad und fuhr durch die Straßen rund um den Supermarkt, die Tankstelle und die Kirche. Keine Spur. Niemand hatte Catherine oder das kleine Mädchen Ellie gesehen. Der Hühnerladen sagte, sie seien nicht vorbeigekommen. Dann kam die Polizei. Aber da es noch keine 4 Stunden waren, behandelten sie den Fall nicht als vermisst. Vielleicht wollte die Mutter ihren Freiraum finden, sagten sie. In dieser Nacht saß Ethan allein in Catherines Zimmer. In der Nachttischschublade fand er den Zettel. Kein Brief, kein Datum, nur ein in Worte gefasster Seufzer. Ethan stand neben dem Waschbecken, das sanfte Licht der Deckenleuchte spiegelte sich in seinem Haar, das bereits ein paar graue Strähnen hatte. Die Küche war ruhig. Der Duft von frisch gebackener Lasagne lag noch in der Luft und zog ihn zurück in eine Welt, die tief vergraben war. Aber dann inmitten dieses Raums vibrierte das Telefon in seiner Hosentasche leise. Er zog es heraus. Der Bildschirm leuchtete auf kein Absendername. Nur eine einzige Zeile. Ich weiß, wo deine Mutter und deine Schwester sind. Triff mich. Allein. Ethans Herz wurde in seiner Brust wie zugeschnürt. Er starrte auf diese Zeile, als ob sie sich selbst erklären würde, selbst beweisen würde, dass sie kein grausamer Scherz von irgendjemandem war. 14 Jahre. 14 Jahre hatte er auf etwas gewartet, einen Traum, einen falschen Anruf, einen Passanten, der beiläufig etwas sagte, alles, was ihn näher an seine Mutter und Ellie bringen konnte. Und jetzt, gerade als er sich darauf konzentrierte, das wieder aufzubauen, was er verloren glaubte, kam diese Nachricht wie eine Kralle, die ihn zurück in den Abgrund zog. Er legte das Telefon auf den Tisch, trat zurück, die Hände um seinen Kopf geschlungen. Sein Herz raste, sein Verstand wirbelte. Wenn das wahr ist. Was dann? Was, wenn es nur jemand ist, der das Vertrauen ausnutzt? Und aber wenn ich nicht gehe und es für immer nicht weiß, was dann? Er schloss die Augen. Das Bild von Ellie, ihr schwarzes, wirres Haar, ihre traurigen Augen und seiner Mutter der letzte Blick, bevor sie sich dieses Jahr abwandte, huschten wie Geister vorbei, die er nie begraben konnte. Ethan öffnete die Augen. Er hob das Telefon auf und tippte nur ein Wort. Wo es dauerte nur 3 Sekunden, bis eine Antwort kam. Und er wusste, egal, ob es eine Lüge war, egal, ob es eine Falle war, er musste gehen. Denn nicht zu wissen tat mehr weh als alles andere. Ethan schloss die Tür hinter sich ab. Alle im Haus waren still im Erdgeschoss, als ob niemand es wagte, das zu erwähnen, was gerade am Esstisch passiert war. Er hatte nicht vor, jemandem von der Nachricht zu erzählen. Zumindest noch nicht. Der Telefonbildschirm leuchtete immer noch. Ich weiß, wo sie sind, triff mich, allein, keine Nummer, keine Spur, nur eine einzige genaue Adresse. Parkplatz hinter dem Pine Warehouse, 23:30 Uhr. Ethan sah auf die Uhr, am Uhr. Draußen nieselte es, eine Art Regen, der nur die Jacke feucht und kalt machte, nicht stark genug, um Schritte zu verdecken. Er zog seine schwarze Jacke an, nahm seinen Autoschlüssel und steckte sein Telefon in die Innentasche. Als er am Wohnzimmer vorbeikam, war Dan auf dem Sofa eingeschlafen, sein Kopf zur Kaminlampe geneigt. Ethan hielt einen Moment inne, ging dann weiter durch die Haustür, ohne ein Geräusch zu machen. Der Parkplatz befand sich hinter einem alten Lagerhaus in der Pine Street, einem Vorort von Portland, wo es schon lange nur noch Autoracks und ein paar verrostete Container gab. Die Straßenlaternen waren zu weit voneinander entfernt.
sodass sich die Dunkelheit zwischen den Strommasten wie ein Riss zwischen den Welten ausdehnte. Als Ethan ankam, war sein Auto das einzige, das Licht ausstrahlte. Er schaltete den Motor aus und saß 7 Minuten lang still im Dunkeln, nur das leise Geräusch von Regentropfen auf der Windschutzscheibe war zu hören. Ein leises Geräusch kam vom Fenster auf der rechten Seite. Ethan drehte den Kopf, dort stand ein Mann, sein Gesicht war nicht zu erkennen, nur ein langer, silbergrauer Mantel und eine Brille, die das Licht der Autoscheinwerfer reflektierte. Er gab kein Zeichen. Er begrüßte ihn auch nicht. Er klopfte nur 2-mal an die Fensterscheibe. Ethan öffnete die Autotür und stieg aus. Der Mann sah ihn nicht an, sondern reichte ihm einen dicken gelben Umschlag. Seine Stimme war tief und trocken. »Willst du deine Mutter wirklich finden?« Ethan nickte. »Dann hör auf, an die Akten der Polizei zu glauben. Sie haben nie alles untersucht.« Er wollte fragen, »Wer sind Sie aber?« Der Mann hatte sich bereits abgewandt. Seine Schritte waren langsam, aber nicht zögerlich. Er verschwand hinter einem schwarzen Auto, das etwa 30 Meter entfernt geparkt war. Dann war ein Motorengeräusch zu hören, das in der Dunkelheit verschwand. Ethan stand allein im Regen. Er öffnete den Umschlag und zog ein Blatt Papier nach dem anderen heraus. Das erste Blatt war ein Foto von oben. Das Bild war so verschwommen wie ein Satellitenbild. Ein breiter Wald, der von einem schneeweißen Pfad durchschnitten wurde. In der Mitte des Rahmens ein kleines Holzhaus und davor 2 Schatten, ein Erwachsener mit einem dicken Umhang und ein junges Mädchen, das lange Haare nach hinten gebunden hatte, schlank. Sie verließen das Haus, das zweite Blatt ein Gesichtsanalyseausdruck. 2 Bildfelder, eines war das Gesicht von Catherine Dawson von einem Reisepassfoto aus dem Jahr 2008. Das andere war das Gesicht der Frau auf dem Drohnenfoto. Das Identifizierungsergebnis stimmte zu 7. Das dritte Blatt war ein Scan eines Untersuchungsberichts. Die Überschrift lautete Vermisstenfall Catherine Dawson. November 2009, bearbeitet von Langston 5. Unter der Unterschrift befand sich ein roter Strich und die kursive Aufschrift In Geheim umwandeln, nicht abrufbar. Ethans Hände waren vom Regen nass, das Papier begann zu verschmieren. Er setzte sich auf die Motorhaube des Autos und las jedes Blatt immer wieder durch. Jedes Bild, jeder Buchstabe brannte sich in sein Gehirn ein. In seinem Kopf stiegen alte Erinnerungen auf einen Sonntagmorgen. Seine Mutter öffnete sanft seine Zimmertür, legte ihre Hand auf seine Stirn und fragte leise, »Bist du müde?« Ellie schlief auf dem Sofa, ihren Kopf auf dem Schoß ihrer Mutter. Ihr Haar war wie Baumwollfäden, ihr Mund war leicht geöffnet. Sie waren dort gewesen, beide, fast wie gestern. Ethans Stimme kam wie ein Schwur heraus. »Mutter, Schwester, ihr lebt noch, ich wusste es.« Er sammelte das Papier sorgfältig auf und steckte es zurück in den Umschlag. Als er es in seine Jackentasche stecken wollte, spürte Ethan einen kleinen Gegenstand am Boden. Er zog ihn heraus, eine dicke Papierkarte mit silbernen Rändern, deutliche Handschrift. »Wenn du mehr wissen willst, triff mich, 3. Stock. Café Sternenregen. Carlton District. Morgen um 8 Uhr morgens. Vans, kein weiterer Eintrag, keine Telefonnummer, keine Anweisungen. Aber der Name? Vans war die durchgestrichene Unterschrift im Untersuchungsbericht. Ethan faltete sie zusammen und saß noch eine Weile still im Auto. Der Regen wurde stärker, aber sein Kopf klopfte jetzt zu einem anderen Rhythmus, dem Rhythmus der Wahrheit, die er gerade berührt hatte, und dem gruseligen Gefühl einer sich öffnenden Tür. Ethan startete das Auto, fuhr aber nicht sofort los. Er saß unbeweglich da und starrte auf das Lenkrad, als ob eine falsche Entscheidung alles wieder aus seinen Händen reißen würde. Es hatte stark zu regnen begonnen, die Autoscheiben beschlugen durch die Kälte. Aber in ihm wurde ein kleines Feuer neu entfacht.
Zum ersten Mal seit 14 Jahren war das Gefühl nicht mehr trüb. Die handschriftliche Karte lag auf dem Beifahrersitz, der Rand des Papiers war leicht mit Regenwasser durchtränkt. Vance. Dieser Name tauchte immer wieder in Ethans Kopf auf wie ein Knoten, der absichtlich verborgen worden war. Er zog sein Telefon heraus und suchte auf alten Foren über Vermisstenfälle nach dem Namen Langston Vance. Nichts, keine Akten, keine Presse. Aber auf einer privaten Diskussionsseite gab es einen anonymen Beitrag aus dem Jahr 2013, der mit wütender Stimme verfasst war. Es gab Leute, die die Wahrheit genau untersucht haben, aber dann gezwungen wurden, sich zurückzuziehen. Sie schweigen, nicht aus Angst, sondern weil die Vermissten sonst nie gefunden würden. Ethan klopfte leicht auf das Lenkrad. Die Frage wiederholte sich immer wieder in seinem Kopf. Wer hat ihn zum Schweigen gebracht und warum jetzt mit mir Kontakt aufnehmen? Er hatte keine Antwort. Aber morgen früh wird im Café Sternenregen eine Person namens Vance sein. Und Ethan würde kommen. Allein. Ethan kam um genau 7:30 Uhr morgens im Café Sternenregen an. Das Café befand sich in einem 2,5-geschossigen Holzhaus mit knarrenden Holzstufen und beschlagenen Fensterscheiben. Der Mann, der am Tisch in der Ecke wartete, war jemand, den Ethan noch nie getroffen hatte. Aber er erkannte ihn sofort. Eine verblichene Khakijacke, abgenutzte Ärmelbündchen, eine altmodische Armbanduhr am linken Handgelenk und graue Augen, die schon zu oft Dinge gesehen hatten, die andere nicht sehen wollten. Ethan, sagte er, als er sich näherte, ohne auf eine Vorstellung zu warten. Setz dich. Ethan setzte sich ihm gegenüber. Er gab ihm nicht die Hand. Er goss nur Tee aus der Porzellankanne ein. Seine Hand zitterte leicht, aber seine Stimme war klar. Ich bin Vance. Und ich habe früher den Fall deiner Mutter bearbeitet, bis ich aufgefordert wurde, aufzugeben. Ohne auf Ethans Frage zu warten, zog er eine schwarze Akte aus seiner Jackentasche und legte sie auf den Tisch. Das Etikett auf der Außenseite war mit Schreibmaschine geschrieben und bereits vergilbt. Fall Dawson gesperrt. Nicht öffentlich. Vance öffnete die Akte. Das erste Blatt war ein Foto von einer Verkehrskamera. Ein silberner Ford parkte neben einem alten, heruntergekommenen Gebäude mit einem zerbrochenen Kreuzsymbol. In der Nähe befand sich ein verblichenes Holzschild, von dem nur noch ein Teil der Schrift lesbar war. Maria-Erklärung 18. Dieses Gebäude ist eine verlassene Kapelle aus dem Jahr 2001. Niemand hat diesen Ort überprüft, weil man dachte, er sei längst abgerissen worden. Aber an dem Tag, als deine Mutter verschwand, parkte ihr Auto fast eine Stunde lang dort. Ethan blickte auf das Foto hinunter und versuchte, die Emotionen zu verbergen, die sich in seiner Brust zusammenzogen. Vance zog eine weitere Zeugenaussage heraus, die zerknittert war. Eine alte Frau, die in der Nähe lebte, sagte, ich sah eine Gruppe von Leuten in weißen Gewändern, die eine Frau und ein kleines Mädchen in den Wald führten. Er blickte Ethan an. Sein Blick war tiefer. Diese Aussage wurde aus der Akte gestrichen, weil sie nicht glaubwürdig war. Keine Beweise, keine Kameras. Niemand hat weitergemacht. Ethan sagte leise, was ist mit Ihnen? Vance antwortete nicht. Er zog nur eine Packung Zigaretten heraus, öffnete sie leicht, nahm aber keine heraus. Seine Finger klopften leicht auf den Tisch. Ich kenne diese Gruppe. Sie nennen sich selbst das Auge des Heiligen Geistes. Damals hielt ich sie nur für eine abergläubische Gruppe wie viele andere in Oregon. Aber dann begann ich Vermisstenanzeigen zu sehen, eine nach der anderen. Alle hatten etwas gemeinsam. Sie alle standen im Zusammenhang mit geschlossenen Klöstern ohne Technologie, ohne Papiere. Ethan spürte, wie es ihm kalt den Rücken hinunterlief. Er umklammerte leicht den Henkel seiner Tasse und versuchte, seine Stimme ruhig zu halten. Wie arbeiten Sie?
Vance. Blätterte ein paar Seiten weiter Kopien von Akten anderer Polizeibehörden, die als Ermittlungen abgelehnt gekennzeichnet waren, darunter eine Liste von Gruppen, die sich selbst als geschlossene Meditationsgemeinschaften bezeichneten. Einige Namen erkannte Ethan, einige hatte er noch nie gehört. Sie glauben, dass die heutige Gesellschaft unrein ist, eine Versuchung, die beseitigt werden muss. Kinder sind reiner Boden, der von existenziellem Gedächtnis gereinigt werden muss, um im ursprünglichen Licht aufzuwachsen. Deine Mutter und deine Schwester wurden möglicherweise in dieses Programm aufgenommen. Ethan konnte nicht stillsitzen. Er fragte leise, wenn sie noch leben? Erinnern Sie sich dann daran, wer Sie sind? Vance antwortete nicht sofort. Er sah aus dem Fenster, dann drehte er sich um. Wenn sie noch leben, dann nicht aus Glück, sondern weil sie für einen Zweck zurückgehalten werden. Und wenn du sie finden willst, dann nimm nicht nur eine Karte mit, nimm deinen Verstand mit. Und wenn möglich, nimm jemanden, mit dem du absolut vertraust. Denn du wirst nicht mehr wissen, was wahr ist und was falscher Glaube ist. Er zog einen mit Aluminium umwickelten USB-Stick aus seiner Jackentasche, der so klein wie ein Finger war. Er legte ihn zwischen sich auf den Tisch. Hier sind die Daten, die ich gespeichert habe, bevor ich aus dem Fall abgezogen wurde. Es enthält die Koordinaten einer Basis, die Sie kürzlich benutzt haben in den Bergen von Montana. Ethan berührte den USB-Stick nicht sofort. Er sah ihn nur an ein kleines Objekt, das aber möglicherweise die Wahrheit enthielt, nach der er sein halbes Leben lang gesucht hatte. Hinter der silbernen Hülle verbargen sich Jahre, die vergraben, verbogen und aus den Papieren gelöscht worden waren, und vielleicht seine Familie. Vance stand auf und zog seine Jacke an. Er ging ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ethan saß wieder da und legte seine Hand auf den USB-Stick. Und er wusste, dass die Welt, die er kannte, seit heute Morgen für immer zerbrochen war. Er steckte den USB-Stick in seine Jackentasche, faltete das Papier, das Vance hinterlassen hatte, zusammen und hielt es nah an seinem Herzen. Dann nahm er sein Telefon und öffnete das Foto von oben, das Holzhaus inmitten des weißen Waldes. Die beiden Schatten waren verschwommen wie Illusionen. Er vergrößerte jedes Detail, obwohl er es schon dutzende Male getan hatte. Es gab keine Veränderung, aber genau das beruhigte ihn. Auf dem Weg aus dem Café hielt er einen Moment vor dem Bücherregal inne. Ein dünnes Notizbuch fiel um geografische Psychologie und Energiepunkte in den nördlichen Bergen. Ethan glaubte nicht daran, aber zum ersten Mal war er sich nicht sicher, was er noch glauben sollte. Er legte das Buch wieder an seinen Platz. Als sich die alte Holztür hinter ihm schloss, holte er tief Luft. Montana war nie Teil seines Lebensplans gewesen. Aber von nun an hatte dieser Plan keine Bedeutung mehr. Ethan landete am Dienstagmorgen auf einem kleinen Flughafen im Norden von Montana. Die Temperatur lag unter -10 Grad. Die Luft hatte einen trockenen metallischen Geschmack. Er holte den Pickup-Truck ab, den er online gemietet hatte, ein alter Ford mit dicken Reifen. Sitzheizung, aber ohne modernes GPS. Er musste sein eigenes Gerät verwenden, um Daten vom Vance USB-Stick abzurufen. Die Koordinaten führten zu einer Bergregion zwischen der Grenze Montana und Kanada, ohne Namen, ohne offizielle Fernstraße. Die von Vance bereitgestellte Satellitenkarte enthielt rote Symbole, die Bereiche mit schwacher Abdeckung markierten. Ethan sagte niemandem, wohin er ging. Er war sich nicht sicher, ob er planmäßig zurückkehren würde. Der Wald begann nach der 3. Fahresstunde. Die Kiefern standen dicht wie Mauern, Schnee bedeckte jeden Zweig. Das GPS begann zu flackern, alle 5 Minuten verlor es das Signal. Er lernte Bäume als Wegweiser zu zählen, Höhe und vorherige Reifenspuren zu überprüfen. Alles war eher ein Überlebensspiel als eine Untersuchung.
Als sein Benzintank fast leer war, hielt Ethan an einer einzigen Tankstelle etwa 40 Meilen von der kartenlosen Region entfernt. Sie sah aus wie aus einem alten Film, ein durchlöchertes Blechdach, ein blinkendes Open-Schild mit halbem Licht. Der Tankstellenbesitzer war ein dünner, alter Mann mit spärlichem silbernem Bart, der hinter einer feuchten Holztheke stand. Ethan bezahlte und wollte sich abwenden, als der alte Mann plötzlich fragte: »Wenn du auf dem Weg zum verlassenen Kloster bist, rate ich dir umzukehren.« Ethan blieb stehen. Er sagte nichts. Der Mann fragte nicht weiter. Er putzte nur das Glas weiter langsam, als ob er eine nutzlose Warnung polierte. Er fuhr weiter. Es wurde dunkel. Als das GPS komplett ausfiel, suchte Ethan einen trockenen Platz und schlug sein Zelt am Waldrand auf. Er hatte eine tragbare Heizung, ein Klappmesser und einen Satz Ersatzlampen. Die Nacht brach sehr schnell herein. Es begann leicht zu schneien und jedes Geräusch zu dämpfen. Der Wind wehte durch die Äste und erzeugte ein dünnes Geräusch wie einen Seufzer. Gegen Mitternacht wachte Ethan von einem seltsamen Geräusch auf Glockenläuten. Sehr weit weg, sehr gleichmäßig. Er lag still da und versuchte, die Richtung zu bestimmen. Kurz darauf begann ein Gesang. Gleichmäßige Gesänge in einer seltsamen Sprache oder mit einer alten Aussprache. Kalt, nicht zitternd, als ob es ein Geräusch von Felsen wäre, nicht von Menschen. Ethan verließ das Zelt nicht. Er entriegelte nur das Messer und saß still da und hörte zu, bis absolute Stille einkehrte. Aber von diesem Moment an kehrte der Schlaf nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen räumte er das Lager früh auf, schulterte seinen Rucksack und ging in die Region, in der es keine Pfade mehr gab. Laut Karte waren es weniger als 2 Kilometer. Der Schnee reichte bis zu den Knien. Der Wald war so dicht, dass man nicht mehr als 10 Meter weit sehen konnte. Aber dann, in einer unerwarteten Lücke, sah er die erste Gruppe von Menschen. Eine Reihe von 7 Personen, 6 kleine Kinder und ein Erwachsener, gingen in einer geraden Reihe, jeder trug ein Bündel Brennholz. Der Mann an der Spitze trug einen langen grauen Umhang, sein Kopf war mit einer Stoffmütze bedeckt, er ging langsam, ohne anzuhalten. Ethan trat aus dem Gebüsch, hob die Hand und fragte laut: »Entschuldigung, ich habe mich verirrt. Spricht jemand Englisch?« Niemand antwortete. Niemand zeigte sich überrascht. Die Kinder senkten den Kopf. Der Mann nickte Ethan leicht zu, wie eine gefühllose soziale Geste, und ging dann weiter, ohne anzuhalten, ohne eine Gegenfrage zu stellen. Als ob sie schon vorher gewusst hätten, dass sie ihn treffen würden. Ethan verfolgte sie nicht. Er wartete, bis sie verschwunden waren. Sein Herz raste, aber sein Verstand behielt die Richtung bei. Basierend auf der Richtung, in die diese Gruppe ging, ging er weitere 200 Meter geradeaus und dann sah er es. Das einfache Holzhaus, das mit Blättern gedeckte Dach, Rauch, stieg leise aus dem Schornstein auf. Drumherum befanden sich andere Holzhütten, kleiner, die zwischen den Bäumen verstreut lagen. Kein Namensschild, kein Schild. Aber auf der Holzveranda kam ein junges Mädchen heraus. Ethan trat einen Schritt zurück, stieß gegen einen Baum hinter sich und erkannte nicht, dass er zitterte. Das Mädchen hatte langes schwarzes Haar, das tief gebunden war, einen dicken Umhang, ihre Hände trugen einen Korb mit Brennholz. Als sie ihr Gesicht drehte, hörte Ethan nichts mehr. Dieses Gesicht, genau dieses Gesicht, kein Irrtum möglich. Es war Ellie, aber ihre Augen waren leer. Sie sah ihn nicht, erkannte ihn nicht, keine Spur von Regung. Ethan stand unbeweglich da, wie jemand, der in einer Welt aufgewacht war, in der alle Träume erstickt worden waren. 3 Glockenschläge läuteten gleichmäßig und anhaltend und weckten das gesamte Holzhaus im Nebel. In dem mit rohen Brettern bedeckten Dachzimmer setzte sich das Mädchen mit dem langen schwarzen Haar leise auf, ohne dass jemand sie daran erinnern musste. Sie war seit ihrer Kindheit an diesen Lebensrhythmus gewöhnt, oder zumindest war das, was sie ihr sagten. Ihr Name war Ziling Guang.
Hier hatten alle solche Namen Namen des Lichts, die von Mutter Ling nach dem Reinigungszyklus vergeben wurden. Niemand durfte seinen alten Namen verwenden. Niemand fragte den anderen, woher er kam. Sie stieg von der Strohmatratze, faltete die Decke nach den Standardlinien und verbeugte sich dann 3-mal vor dem Sonnensymbol, das an der Holzwand hing. Auf dem niedrigen Sockel befand sich ein doppelt gefaltetes Papier, auf dem der Text stand, den jeder am Morgen laut vorlesen musste. Ich habe keine Mutter und keinen Vater. Ich wurde aus Licht geboren. Ich werde zum Licht zurückkehren. Jedes Mal, wenn sie es las, spürte sie ein stechendes Gefühl in ihrem Herzen. Nicht wegen der Worte, sondern weil sie immer mit dem Gefühl einhergingen, etwas glauben zu müssen, das sie noch nie mit eigenen Augen gesehen hatte. Das Frühstück wurde in eine Holzschale aufgeteilt, ein Löffel Haferbrei, warmes Wasser mit ein paar trockenen Blättern. Niemand durfte viel essen. Niemand durfte etwas essen, das nicht vom heiligen Anbaugebiet geliefert wurde. Das Mädchen aß langsam und sah still aus dem Fenster mit dem alten Stoffvorhang. Sonnenflecken lugten durch die Kiefern. Ellie, oder besser gesagt Ziling Guang, erinnerte sich nicht daran, an welchem Tag sie anfing zu zweifeln. Vielleicht war es an dem Tag, als ein kleiner Junge in der Gruppe zur Reinigung gebracht wurde, weil er es gewagt hatte, über ein Spielzeugflugzeug zu sprechen. Oder an dem Tag, als sie heimlich ihr Spiegelbild in Regenwasser sah und ein Gesicht sah, das nicht ganz hierher gehörte. Jede Nacht träumte sie von einem Mann. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, aber seine Hände waren warm und seine Stimme nannte immer einen seltsamen Namen: Ellie. Dieser Traum raubte ihr jedes Mal den Atem, wenn sie aufwachte. In ihrem Herzen fühlte sie eine seltsame Liebe zu diesem Mann. Liebe und Angst, jemanden Wichtiges vergessen zu haben. Sie begann, diese bruchstückhaften Bilder heimlich in ein kleines Notizbuch zu schreiben, mit einem trockenen Ledereinband, das unter dem Holzboden in der Ecke des Zimmers versteckt war. Nicht viele Worte, nur schwarzes Haar. Jemand hat mein Haar berührt. Sehr warme Hände. Traum, Teddybär. Riecht wie Waschmittel. Jemand streichelte meine Wange. Habe ich geweint? Als sie heute Morgen den Korridor fegte, kam Schwester Anara, die Nonne, die für die Hogunwahrung der inneren Disziplin zuständig war, auf sie zu. Ihr Gang war so leicht wie gleitend. Ziling Guang, wie oft hast du heute Morgen aus dem Fenster gesehen? Sie blickte auf ihre Augen leicht aufgeregt. 3-mal. Ich glaube 3. Anara nickte, aber ihre Stimme war tiefer. Die Person draußen wird deinen Verstand vergiften. Wenn du deinen Geist weiterhin träumen lässt, wirst du nicht an der Einweihungszeremonie teilnehmen dürfen. Ellie senkte den Kopf. Sie wusste nicht, was Einweihung war, aber alle hier sagten, es sei der letzte Schritt, um ganz zum Licht zu gehören. Niemand wusste, was danach geschah. Der Auserwählte würde nicht zurückkehren. An diesem Abend wurde ihr die Aufgabe zugewiesen, den Boden des Versammlungssaals zu reinigen, ein großer Raum im Zentrum der Gemeinde, der nur an Feiertagen geöffnet war. Der Holzboden war dunkelbraun, der Duft von altem Weihrauch lag noch in der Luft. Als sie einen Fleck in der Nähe des Rednerpults schrubbte, hörte sie ein Flüstern hinter dem Vorhang, der die Gemeinde abtrennte. Er kommt aus Portland. Hat er unsere Gesichter gesehen? Noch nicht. Aber er ist schon im Wald. Wenn er sich nähert, müssen wir die Spuren beseitigen. Ellie hielt den Atem an. Sie war sich nicht sicher, von wem sie sprachen, aber das Wort Portland ließ ihr Herz schneller schlagen als sonst. Vielleicht, weil es vertraut war. Vielleicht, weil es zu einem Ort gehörte, an den sie sich nicht erinnern durfte. Nachdem die beiden Stimmen hinter dem Vorhang verschwunden waren, putzte Ellie den Boden nicht weiter. Sie kniete immer noch da. Ihre Hände hielten den Lappen fest, aber ihr Kopf war völlig leer. Ihr Herz raste bei jedem Schritt, der sich entfernte. Spuren beseitigen. Wer war das? Und warum ließ sie das Wort Portland am ganzen Körper erstarren, als ob sie mit Schneewasser übergossen worden wäre?
Sie räumte ihre Sachen langsamer als gewöhnlich auf und warf immer wieder einen Blick zur Haupttür des Saals. Auf der Schwelle befand sich ein verschwommener Schuhabdruck auf dem Holzstaub, nicht von jemandem aus der Gemeinde, da alle selbstgewebte Stoffschuhe trugen. Der Abdruck war lang, flach, leicht geneigt und neu. Sie beugte sich hinunter und wischte ihn leise ab, aber sie konnte nicht umhin, ihr Herz seltsam beben zu fühlen. In dieser Nacht schlief sie nicht. Sie lag still da, die Augen zur Decke gerichtet und hörte den Wind durch die Holzwände pfeifen, wie einen Ruf von einem fernen Ort. Sie öffnete das Notizbuch wieder unter dem Boden. Zum ersten Mal schrieb sie nichts Neues hinein. Sie sah nur auf die letzte Seite. Mein Name ist nicht Ziling Guang. Mein Name beginnt mit E. Sie schlug das Notizbuch zu, steckte es tiefer unter die Bretter und blies dann das Öllämpchen aus. Aber zum ersten Mal seit vielen Jahren träumte sie von einem klaren Gesicht. Die Person rief sie aus dem Wald ihre Hand, streckte sich aus, als ob sie etwas versprochen hätte. Und im Traum hörte sie sich selbst antworten. Warte auf mich. Ethan lebte seit 3 Tagen im Wald, nicht einmal 50 Meter vom Holzzaun der namenlosen Gemeinde entfernt. Tagsüber versteckte er sich in einer mit Stoff und Ästen getarnten Hütte und beobachtete durch ein Fernglas. Nachts notierte er Verhalten und Zeiten, er versuchte ein Muster zu finden. Pünktlich um 6 Uhr morgens läuteten 3 Glockenschläge. Dann verließen die Menschen leise jede Holzhütte. Kinder gingen in einer Reihe, Erwachsene trugen eng anliegende Hüte, niemand sagte viel. Ethan sah sie jeden Morgen, dieses junge Mädchen, dieses Gesicht. Kein Irrtum möglich. Aber sie sah nie auf Verlies, nie den langsamen, gleichmäßigen Schritt wie eine programmierte Maschine. Einmal ging sie direkt am Zaun vorbei, er sah ihre traurigen braunen Augen deutlich an, die er sich noch erinnerte. Aber dieser Blick war völlig leer. Am Morgen des 4. Tages beschloss Ethan, das einzig Mögliche zu tun, eine Erinnerung hinterlassen. Er druckte das alte Foto von einer Telefonkopie, ein Foto der Familie Dawson aus dem Jahr 2007, auf dem Ellie etwa 5 Jahre alt war und in den Armen ihrer Mutter strahlend lächelte. Hinter das Foto schrieb er ein paar kurze Zeilen. Du wurdest nicht verlassen, du wurdest geraubt und ich habe nie aufgehört, dich zu suchen. Er steckte das Foto in einen kleinen Umschlag, befestigte es mit einer Büroklammer an einem leichten Holzast und passte den Moment ab, in dem die Kinder in der Nähe des Zauns vorbeigingen. Ein etwa 10-jähriger Junge trug am Ende der Reihe einen Korb mit Brennholz. Ethan warf den Stock leise hinüber und traf das Gras direkt vor den Füßen des Jungen. Der Junge erstarrte. Seine Augen irrten umher. Ethan gab ihm hinter dem Gebüsch ein Zeichen und flüsterte: Für das Mädchen mit den traurigsten Augen im Dorf. Okay. Der Junge antwortete nicht, beugte sich aber hinunter und hob den fremden Gegenstand auf. Als die Reihe wegging, trug er ihn immer noch mit sich. Am Nachmittag ging Ellie langsamer als sonst. Ihre Hand hielt heimlich den linken Teil ihres Gewandes fest, wo sie etwas Kleines verstecken konnte. Ethan konnte ihr Gesicht nicht deutlich sehen, aber er wusste, sie hatte es erhalten. An diesem Abend, als Ethan in die Hütte zurückkehrte, wartete ein seltsamer Anblick. Eine Seite seines Zeltes war aufgerissen, niemand war da, keine Schritte oder deutliche Spuren. Aber mitten in seinem Rucksack, dem am besten gehüteten Gegenstand, lag ein blutiger Hühnerknochen direkt auf seiner Jacke. Und an der Holzwand dahinter war ein Brett mit einem scharfen Gegenstand geritzt. Die Schrift war tief geritzt. Hau ab, du Bringer der Dunkelheit. Ethan schlief nicht in dieser Nacht. Er saß mit einem Klappmesser in der Hand da und verlor die Tür der Hütte nicht aus den Augen. Die Kälte, die von seinen Schultern bis zu seinem Rücken durchdrang, kam nicht nur vom Schnee, sondern von dem deutlichen Gefühl. Er war nicht mehr nur ein Beobachter, er war entdeckt worden.
Gegen Mitternacht, als sich der Nebel um die Baumkronen zu verdichten begann, waren leise Schritte auf dem Schnee zu hören. Eine Gestalt blieb vor der Tür der Hütte stehen. Sie klopfte nicht, sie rief nicht. Sie stand einfach da. Ethan zog langsam den Reißverschluss der Tür auf. Es war Ellie. Das Mädchen, das er als Kind auf seinen Schultern getragen, dem er die ersten Buchstaben beigebracht hatte, stand nun vor ihm wie ein zerrissener Traum. Ihr Gesicht war mit Schneeflocken bedeckt, ihr Haar fiel über eine Wange, ihre Hände hielten ihr Gewand und zitterten leicht, aber ihre Augen waren nicht mehr so leblos wie zuvor. »Wenn du echt bist«, flüsterte sie, »warum erinnere ich mich dann nicht an dich?« Ethan wollte antworten, aber sie standen nur da in der flackernden Stille zwischen dem Wind des Waldes und der Frage, die noch niemand beantworten konnte. Ethan sagte nicht sofort etwas. Er schaltete nur die Taschenlampe ein, stellte sie auf die niedrigste Helligkeit, um keine Aufmerksamkeit aus dem tiefen Wald zu erregen. Das sanfte Licht fiel auf Ellies Gesicht hagerer als in seiner Erinnerung, aber diese Züge, diese Wangenknochen, waren von seiner Familie. Ellie sah ihn an, als würde sie ein altes, halb zerrissenes Buch betrachten, teils ängstlich, teils darauf bedacht, weiterzulesen. Sie sprach langsam. Ihre Stimme war heiser, als wäre sie es nicht gewohnt, sie zu benutzen. Wie heißt du? Ethan? Zögerte, deutete dann leicht auf das Bild auf dem Foto, das sie hielt. Ein Junge mit braunem Haar, etwa 16 Jahre alt, der seinen Arm um ein kleines Mädchen legte, das strahlend lächelte. »Ich bin es, Ethan. Ich bin dein älterer Bruder.« Sie sah das Foto an. Dann sah sie ihn an. Wieder sah sie das Foto an. Eine Träne rollte ihr über die Wange, aber sie drehte sich sofort weg und wischte sie schnell weg, als ob es verboten wäre zu weinen. »Hier, sagen Sie, Erinnerungen sind etwas für Schwache. Sie sagen, wenn sich jemand noch erinnert, dann ist er nicht sauber genug, um aufzusteigen.« Ethan machte einen halben Schritt auf sie zu, hielt aber inne aus Angst, sie könnte sich zurückziehen. »Du musst dich nicht in einer Nacht an alles erinnern, Ellie. Du musst nur eines glauben. Ich bin hierher gekommen, um dich zu suchen. Nicht um die Vergangenheit zurückzuholen, sondern um dir das Recht zu geben, deine Zukunft selbst zu wählen.« Ellie antwortete nicht sofort. Aber sie ging nicht weg. Und das war das erste Mal seit 14 Jahren der Trennung, dass sie länger als einen Traum zusammen waren. Aber im Dunkeln, in der Ferne der Hütte, stand eine Gestalt. Es war Anara. Sie stand nicht zufällig im Dunkeln, und von dort aus sah sie alles, wie Ellie nicht zurückwich, als sie die fremde Stimme hörte, wie ihre Hände zitterten, als sie das vergrabene Erinnerungsstück zurückerhielt. Aber was Anara schockierte, war, dass Ellie nicht weglief. Niemand durfte zu lange bei Fremden stehen. Niemand durfte den Namen Ellie hören. Ellie hören, ohne ihn zu verleugnen. Niemand durfte nach 14 Jahren Heiligung zulassen, dass ein alter Samen wieder keimte. Anara umklammerte die Rosenkranzperlen an ihrem Handgelenk, jede Holzperle rieb an der anderen und erzeugte ein leises Geräusch wie Zähneknirschen in der Nacht. »Sie bricht auf«, murmelte sie, ihre Augen verließen die beiden Gestalten am Zaun nicht. Sie drehte sich um, ohne weiter zusehen zu müssen. Der Plan für Ellie konnte nicht bis zum Vollmond warten wie geplant. Alle Rituale, alle Kontrollphasen mussten vorgezogen werden, bevor es zu spät war. Ihre Schritte hallten im Holzkorridor, wieder der zum inneren Hof, führte langsam, sicher und kalt. Nur noch eine Nacht, dann würde sich Ziling Guang nicht mehr an den Namen Ellie erinnern. Und wenn dieser junge Mann es wagte, zurückzukehren, dann würde er nie wieder herauskommen. Das Dachzimmer, wo Ellie einst lag und dem Regen lauschte, der auf die Dachziegel trommelte, wurde Ellie nicht durch das vertraute Weckerklingeln geweckt, sondern durch 3 kurze, 2 lange Glockenschläge.
Schwester Anara wartete an der Tür emotionslos. Keine Fragen, keine Erklärungen. Pack deine persönlichen Sachen. Nur das, was in einen Korb passt, sagte sie mit einer gleichmäßigen Stimme wie eine Abschrift eines Gebets. Ellie erstarrte, fragte aber nicht nach. Sie senkte nur den Kopf, betrat den provisorischen Raum und sammelte die kleinen Gegenstände ein. Ein Taschentuch mit dem gestickten Buchstaben D, das ledergebundene Notizbuch mit dem zerrissenen Rücken, einen kurzen Bleistiftstummel. Jeder Gegenstand war federleicht, aber als sie in den Korb legte, fühlte er sich schwerer an als ein Gepäckstück. Schwester Anara nahm Ellie den Korb mit weißen Handschuhen aus der Hand, als würde sie ein Opfer überreichen. Kein Dankeschön, kein Blick wurde ausgetauscht. Und dann wurde Ellie weggeführt, nicht über den Holzkorridor zurück zum Wohnbereich, wie gewöhnlich, sondern über eine Steintreppe hinunter in einen feuchten, kalten Keller, den nur die Auserwählten je betreten hatten. Am Fuße der Treppe befand sich eine Eisentür, schwarzdick mit einem großen Vorhängeschloss mit dem Symbol des hellhörigen Auges verschlossen. Schwester Anara zog einen Schlüssel von ihrem Gürtel, öffnete das Schloss und bedeutete Ellie einzutreten. Von nun an wirst du den letzten Prozess betreten. Du darfst nicht denken. Du darfst dich nicht wehren. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss und hinterließ ein hohles Echo, das wie eine Warnung widerhallte. In dem Steinkeller, der von flackernden Öllampen erleuchtet wurde, erkannte Ellie. Sie war nicht die erste, die hier gestanden hatte. An den Wänden befanden sich mit Fingernägeln mit scharfen Gegenständen eingeritzte Zeichen noch frisch. Jemand hatte Spuren von Panik, Verzweiflung und Ungehorsam hinterlassen. Über ihr läuteten wieder die Glocken. Das Ritual hatte begonnen. Und Ellie wusste, dass sie nicht vorhatten, sie so herauskommen zu lassen, wie sie hineingegangen war. Ethan kniete neben einem mit Moos bedeckten Stein und bürstete jede Schicht kalten Staubs ab, der sich im Laufe der Jahre auf dem grauen Holz abgelagert hatte. Die Kellerklappe befand sich direkt darunter, genau wie auf der Karte, die sie aus einem alten Bauplan rekonstruiert hatten, der 19 durchgesickert war und den Vance aus dem Bezirksarchiv gefunden hatte. »Denkst du wirklich, es ist eine gute Idee, alleine zu gehen?« sagte Vances Stimme von hinten, ohne seine Wut zu verbergen. Ethan blickte nicht auf. Aber als er seine Hand auf seine Schulter legte, stand er langsam auf. »Ich habe keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was eine gute Idee ist, Vance. Es gibt nur noch das Richtige, was zu tun ist.« Vance sah ihn an, die Stirnlampe leuchtete auf die Falte zwischen seinen Augen. Es waren erst ein paar Tage vergangen, aber Ethan sah aus, als wäre er um Jahre gealtert. »Du magst recht haben, aber du musst das Richtige nicht alleine tun.« Ethan nickte. Er sagte kein Dankeschön, aber seine Hand umklammerte den Ärmel von Vances Jacke für einen kurzen Moment. Zusammen hoben sie die morschen Holzteile an. Der Geruch von feuchter Erde stieg stark auf. Darunter befand sich der alte Kellerraum, der mit Steinen ausgelegt war und steil nach unten führte, ohne dass man den Boden sehen konnte. Vance holte ein Seil, eine Taschenlampe und eine auf altes Papier gedruckte Zeichnung aus seinem Rucksack, die mit Nylon-Tape gegen Wasser geschützt war. Wenn diese Karte stimmt, ist der Tunnel segmeterlang und führt direkt in den Zeremoniensaal hinter der Kirche, deutete Vance auf einen kleinen Punkt auf der Karte. Und wenn sie nicht stimmt, fragte Ethan, dann werden wir in einem stinkenden Steinkeller sterben und niemand wird wissen, dass wir jemals hier waren, antwortete Vance ohne zu scherzen. Ethan lachte leise zum ersten Mal seit vielen Tagen, aber unmittelbar danach wurde sein Blick wieder ernst. Morgen Abend, wenn der Mond am höchsten steht, werden sie Ellie verwandeln. Vance nickte leicht. In seinen alten Augen spiegelte sich Einigkeit, ohne dass weitere Worte nötig waren. Dann werden wir vorher eintreten. Und wenn wir nicht herauskommen, dann wird Ellie zumindest wissen, wer gekommen ist, um sie zu suchen. Beide beugten sich hinunter und begannen, das Seil zu befestigen.
Die schwere alte Tür würde bald geöffnet werden und die dunkle Geschichte, die unter dieser Erde begraben lag, würde sich Schicht für Schicht offenbaren müssen. Dieser Tunnel führt direkt unter den Saal. »Wir müssen leise sein«, sagte Vance und zog seinen Kapuzenmantel fest über seinen Kopf. Im dunklen Keller tasteten sie sich Schritt für Schritt vorwärts. Kalte Luft wehte aus den alten Lüftungsschächten und brachte den Geruch von Asche und Bienenwachs mit sich. Jede Holztreppe knarrte, als ob jemand ihren Namen rief. Am Ende des Ganges erreichten sie die Hintertür des Saals, wo die Zeremonienakten aufbewahrt wurden. Ethan fotografierte leise jedes Blatt Papier. Listen der Bewerber, Porträts derer, die als Anfänger bezeichnet wurden. Eines der Fotos ließ beide erstarren Catherine Dawson. Ethans Mutter stand vor einem weißen Hintergrund, trug ein weißes Gewand, eine Perlenkette um den Hals und leer blickende Augen. Unter dem Foto stand Mutter der Ursprünge, erste Grundlage des Reinkarnationszyklus. Ethan ballte seine Fäuste, bis sie bluteten. Vance hielt seine Schulter fest und flüsterte, sie ist nicht tot. Aber sie wurde aus ihren Erinnerungen gelöscht. Sie töten sie nicht, sie haben sie geheiligt. Als nächstes kam eine interne medizinische Akte, handschriftlich bereits verblasst. Catherine Dawson wird im spirituellen Pflegebereich aufbewahrt. Keine sprachlichen Reaktionen seit 4 Jahren. Emotionale Störungen aufgezeichnet, schwerwiegend. Zustand wird aufrechterhalten. Ruhig. Unter der Akte stand ein rot markierter Name, Ziling Guang Nachfolgephase. Vance hob den Kopf und in seinen alten, trüben Augen spiegelte sich wahrer Schrecken wider. Sie planen, Ellie zu einem neuen Symbol zu machen. Und wenn die Zeremonie beginnt, werden alle Erinnerungen in ihr ersetzt, für immer. Im Inneren des Isolationsraums stoppte der Gesang zum ersten Mal nach 7 Stunden. Aber jetzt hatte das Feuer einen tiefroten Farbton angenommen. Die Tür öffnete sich und eine weiße Gestalt erschien. Ellie blickte auf ihre Augen, waren Tränen überströmt, aber sie wusste nicht, warum sie weinte. Alles in ihr begann zu zerbrechen. Vance steckte die letzten Scans in eine feuchtigkeitsbeständige Stofftasche. Ethan stand immer noch vor dem Foto seiner Mutter, seine Augen verließen es nicht. Catherines Augen auf dem Foto zeigten kein Leben. Aber etwas hielt Ethan davon ab, sich zu lösen. Nicht wegen des Gesichts seiner Mutter, sondern wegen dem, was sie geworden war. Ein seelenloses Symbol. Eine Grundlage für ein Ritual, das sie nie gewählt hatte. Vance zog leise an Ethans Ärmel. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie Ellie in den Isolationsbereich gebracht haben, beginnt die Zeremonie innerhalb von 36 Stunden. Ethan nickte aber. Seine Hände zitterten immer noch, als er den Deckel der Kamera schloss. Auf dem Weg zurück zur Kellerklappe hielten sie inne, als sie Gesang von der Decke hörten, eine langsame, gleichmäßige Melodie wie ein verzerrtes Wiegenlied. Ethan schloss die Augen. Für einen flüchtigen Moment fragte er sich, wenn heute der letzte Tag ist, an dem Ellie ihn noch erkennt, hat er dann die Kraft, alles zu zerstören, um sie mitzunehmen. Als sie sich der Kellerklappe näherten, berührte Vance Ethans Schulter und deutete auf eine mit Ruß befleckte Felswand, ein Symbol, das mit Asche und Blut gezeichnet wurde, ein Kreis, der ein offenes Auge durchkreuzte. Darunter hatte jemand die Zeile eingraviert: Darf nicht aufwachen. Ethan sagte nichts, aber seine Schritte auf dem Rückweg zur Hütte waren schwerer als bei seiner Ankunft in diesem Wald. Der Hauptraum erstrahlte rot durch Hunderte von Kerzen, die spiralförmig angeordnet waren. Im Zentrum des Feuerkreises befand sich ein Kreis aus weißem Salz, der außen mit Lautmalereien und blassen Sonnensymbolen bedeckt war.
Der Geruch von aschebrennendem Harz und Schweiß vermischte sich und erzeugte eine schwere, erstickende Atmosphäre. Ellie kniete inmitten des Kreises und trug ein weißes Gewand mit silbernen Fäden. Ihr Haar war mit trockenem Gras zusammengebunden, auf ihrer Stirn befand sich ein mit Kohle gezeichnetes Symbol eines geschlossenen Auges. Niemand sprach mit ihr, niemand berührte sie. Nur das Gesang von 12 Mönchen, die in einem Kreis standen, jeder mit einer Kerze, einem Zauberspruch, einem Paar halbgeschlossener Augen wie Schlafwandler. Im 2. Stock hinter einer dicken Glasscheibe stand Catherine unbeweglich. Ihr leerer Blick blickte nach unten. Ihr hagerer Körper war in das gleiche weiße Gewand gehüllt. Jeden Tag, jedes Jahr hatte sie durch diese Glasscheibe geschaut. Aber heute blitzte das Licht von Hunderten von Kerzen unten leicht in ihren Augen auf und spiegelte das Bild eines Mädchens wider, das weinte, ohne zu verstehen warum. Ellie fühlte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust, nicht wegen des Hungers, nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Bilder, die wie Blitze in ihren Kopf einschlugen. Ein blauer Plastikkamm. Mutter beugte sich hinunter und lächelte, als sie ihr Haar kämmte. Ein Junge, der mit einem Fahrrad auf dem Hof herumfuhr, ein weißes T-Shirt trug, zerzaustes braunes Haar hatte und rief: »Ellie, pass auf den Ball auf«, ein anderes Mal das Foto. Eine 4-köpfige Familie stand vor einer Bäckerei. Mutter umarmte sie von hinten. Der Geruch von Butter und Waffeln. Gelächter brach aus. Und jetzt, hier werden all diese Dinge als Erinnerungsstörungen bezeichnet. Ihre Tränen strömten heraus. Aber sie wagte es nicht, sie abzuwischen. Sie faltete nur ihre Hände, zitternd ihre Lippen zusammengepresst. Ihre Augen blickten auf ihre Hände, ihr Daumen folgte dem Rand des Stoffes, wo eine kleine Naht genäht war. Sie steckte ihre Hand leicht in das Futter ihres Gewandes und ertastete ein kleines, altes Stück Stoff. Sie zog es heraus. Ein Zipfel eines Taschentuchs. Mit rosafarbener Seide gestickt, LED. Dann war plötzlich ein kleines Geräusch zu hören. Die Seitentür wurde aufgestoßen. Aus der Dunkelheit stürmte eine Person in den Lichtkreis. Es war Ethan. Er konnte nicht mehr warten. Obwohl sie beide sorgfältig geplant hatten, jede Abzweigung im alten Tunnel nachgezeichnet. Die Reisezeit so berechnet, dass sie mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, an dem sich die Mönche in ihren Meditationsraum zurückziehen, aber als die Dunkelheit den Wald umhüllte, als die Glocke der Zeremonie 3 kurze, 2 lange Töne aus dem zentralen Saal läutete, konnte Ethan keine Minute länger stillsitzen. Er trug ein dunkles, dickes Hemd, sein Gesicht war rot vor Hitze und Anspannung. In seiner Hand hielt er das Familienfoto hoch, seine Stimme hallte zwischen den Gesängen wider und erschütterte den Raum wie ein Blitz, der das Ritual unterbrach. Sie ist Ellie Dawson. Sie ist keine Nachfolgerin, sie ist keine Heilige, sie ist meine Schwester. Sie hat ein Zuhause, eine Kindheit, eine Mutter und sie ist noch am Leben. Der Gesang zerbrach. Einige Mönche schrien auf, einer brüllte: Die Dunkelheit ist in den Lichtkreis eingedrungen, vernichtet die Erinnerung, vernichtet das Unreine. Sie stürzten sich auf das Foto. Ein alter Mönch zog ein Feuerzeug heraus. Ellie stand wie angewurzelt da. Sie umklammerte das Taschentuch mit dem gestickten Namen. Ihre Augen verfolgten den Mann, der sie gerade Schwester genannt hatte. Im 2. Stock begann das dicke Glas des Gefängnisraums von Catherine zu vibrieren. Sie weinte nicht mehr. Ihre Augen waren weit geöffnet, ihre Hände umklammerten den einzigen Holzstuhl im Raum. Ihre Augen blickten auf ihre Tochter hinunter, die auf dem Steinboden kniete und weinte nicht mehr als Nachfolgerin, sondern als das 7-jährige Kind, das sie jeden Abend in den Schlaf gewiegt hatte. Ohne ein Wort hob Catherine den Stuhl auf und schlug ihn zum 1. Mal gegen die Glasscheibe. Keine Risse. Zum 2. Mal. Zum 3. Mal. Blut quoll aus ihren Händen. Das Glas riss. Während der Aufruhr unterhalb des Saals noch nicht verstummt war, zerbrach das Glas beim 4. Mal.
Das Geräusch des Einsturzes war wie das Zerbrechen einer Glocke. Catherine stürmte hinaus, ihr weißes Gewand wehte hinter ihr her. Ihr langes Haar fiel ihr ins Gesicht, ihr Gesicht war mit Blut bedeckt, aber ihre Füße zögerten nicht. Ein Mönch, der sich zu ihr umdrehte, erstarrte, als hätte er eine echte Heilige gesehen. Sie hielt nicht an. Sie fragte nicht. Sie erklärte sich nicht. Sie umarmte Ellie von hinten und zog sie aus dem Salzkreis. Als ein anderer Mann in Weiß ein Messer erhob, drehte sie sich um und schirmte Ellie mit ihrem Körper ab. »Fass sie an und ich werde dich beißen, bevor du mich erstechen kannst«, zischte sie nicht die Stimme eines Symbols, sondern das Gebrüll einer Mutter. In diesem Moment knallte ein Schuss aus der Seitentür. »Bleiben Sie stehen! Hier ist die Polizei. Legen Sie das Messer weg.« Vance erschien mit einem Bundesagenten. Sein Gesicht war mit einer Rauchmaske bedeckt. Seine Hand hielt einen Lautsprecher. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Jeder, der noch Waffen hat, legt sie sofort nieder oder wird mit Gewalt unterdrückt. Die Mönche gerieten in Panik. Einige rannten weg. Einer warf eine Fackel, wodurch der Altarbereich dahinter in Brand geriet. Das Feuer breitete sich schnell aus. Der große Altarvorhang aus Wachstuch fing nach wenigen Sekunden Feuer und das leuchtend gelbe Licht verschlang den Boden des Saals. Ethan richtete sich auf, stürmte auf Catherine und Ellie zu und umarmte sie beide. »Mutter, Ellie.« Catherine atmete immer noch schwer, aber als sie Ethan sah, zitterte sie. Ihre Hand berührte die Wange ihres Sohnes. Dann strich sie über Ellies zerzaustes Haar. »Euch kann niemand mehr wegnehmen.« Ellie versteckte ihr Gesicht an der Schulter ihrer Mutter und schluchzte. »Bist du wirklich meine Mutter? Du bist doch kein Symbol oder...« Catherine umarmte sie fest und flüsterte, »Ich bin nur deine Mutter. Und das ist genug.« Draußen hatten die Polizisten die meisten verbliebenen Mitglieder unter Kontrolle gebracht. Einige rannten in den Wald und verschwanden. Einige wurden direkt am Tatort festgenommen. Aber Anara gab nicht auf. Sie stand inmitten der Stufen des Tempels. Ihr Gewand war auf einer Seite versenkt, ihre Augen waren rot, aber sie weinte nicht. Als sich zwei Beamte näherten, riss sie heftig an ihrem Handgelenk und befreite sich aus einem Griff. »Geht weg! Ihr habt kein Recht«, zischte sie. Dann drehte sie sich plötzlich zum Saal um, hob ihr Gesicht zum Himmel und hob ihre Holzkette. »Heiliger Geist, bitte seht her. Die Verräter haben den Bund mit Füßen getreten. Bitte bestraft sie, bitte.« Einer der beiden Beamten trat vor, schlug ihre Hand fest zu und warf sie die Stufen hinunter. Sie murmelte immer noch diesmal unverständliche, uralte Gebete wie aus einem Ritual, das der Zeit entglitten war. Sie wurde weggezerrt, immer noch mit dem Blick auf die Baumwipfel gerichtet, wo das Mondlicht hinter den Kiefern glitzerte. Und in diesen weit geöffneten Augen befand sich kein Glaube mehr, sondern die Besessenheit, die zurückgelassen wurde. Niemand hörte mehr zu, niemand glaubte mehr. Ethan, der nicht weit davon entfernt stand, sah, sein Blick war nicht mehr wütend, nur noch leer. Denn wer den schrecklichsten Fehler begangen hatte, war manchmal derjenige, der glaubte, andere zu retten. Ethan, Catherine und Ellie wurden im Schutze der Sicherheitskräfte aus dem Hauptbereich geführt. Catherine wurde von medizinischem Personal mit einer Decke warm gehalten, aber sie weigerte sich, auf einer Trage getragen zu werden. Sie saß nur auf den halb verbrannten Holzstufen. Ihre Hand ließ Ellies Hand nicht los. Jedes Mal, wenn das Mädchen vor Angst wegen der Sirene zusammenzuckte, drückte sie leicht wie eine stille Botschaft. »Ich bin hier.« Ethan stand hinter ihnen.
Seine Augen konnten sich nicht von dem Stück Land lösen, auf dem einst das Holzhaus gestanden hatte. Jetzt war es nur noch Rauch, Asche und verbrannte Bilder, sowohl die Lügen als auch die schmerzhaften Erinnerungen. Ein Beamter kam herbei und fragte nach den Namen jedes Einzelnen, um eine erste Akte zu erstellen. Als Ethan Ellie Dawson sagte und auf seine Schwester deutete, blickte der Polizist erstaunt auf. Er verstummte für einige Sekunden und sagte dann leise: „Wir haben ihr Foto jahrelang aufgehängt." Ellie blickte auf. Sie zitterte immer noch, aber zum ersten Mal blieben ihre Augen an einem Gegenstand außerhalb der Arme ihrer Mutter hängen. Ethans Rucksack. Sie deutete darauf. Darin ist ein Foto von uns. Ethan verstand. Er öffnete die Tasche und zog das zerknitterte Foto heraus. Das zertretene Bild, auf dem aber noch die Gesichter der 3 zu sehen waren. Ellie sah es an. Dann nickte sie leicht, wie um sich selbst zu bestätigen. Das bin ich. Ich erinnere mich. Und ihre Augen zum ersten Mal waren nicht mehr der Blick von Ziling Guang, sondern der kleinen Ellie von damals, die gerade aus einem langen Schlaf gerufen worden war. 3 Monate später begann der Prozess gegen die Anführer der Organisation. Das Auge des Heiligen Geistes offiziell vor dem Bundesgericht in Oregon. Es war ein trüber Morgen, graue Wolken lasteten schwer auf der Kuppel des Gebäudes, als ob auch der Himmel das Unverzeihliche unterdrückte. Der Gerichtssaal war voll. Die Medien drängten sich draußen. Im Inneren waren die bekannten und unbekannten Gesichter die Familie Dawson Anwälte, Ermittler, Überlebende und Angehörige der Vermissten alle anwesend. Anara wurde hereingeführt, ihre beiden Handgelenke in Handschellen gefesselt, ihre Hand umklammerte immer noch eine abgenutzte Holzkette. Sie trug eine orangefarbene Gefängniskleidung, aber in ihrem Gesicht gab es keine Spur von Reue, nur Augen, die von blindem Glauben brannten, wie Feuer in der Wüste. Als der Staatsanwalt die Anklage verlas, Entführung, Freiheitsberaubung, Gehirnwäsche und schwere psychische Schäden bei Minderjährigen, blinzelte Anara nicht. Als Vance auf den Zeugenstand trat und die Beweise vorlegte, Videos von Kameras, Ellies Aussage, Catherines Krankenakten, schloss sie immer noch ihre Augen und murmelte, ihre Hand glitt über die Kette. Als Catherine an der Reihe war, befragt zu werden, sagte sie nur einen Satz, als sie Anara ansah. Ich dachte einmal, ich sei diejenige, die gestohlen wurde. Jetzt verstehe ich, dass Leute wie Sie sich selbst schon lange verloren haben. Der Prozess endete mit dem Urteil lebenslange Haft ohne Bewährung für Anara und 3 andere hochrangige Mönche. Als der Richter das Urteil verkündete, hörte Anara nicht zu. Sie stand auf, blickte zur Decke des Gerichtssaals auf und hob beide Hände, als würde sie bitten: Ich bin immer noch hier, das Licht sieht mich immer noch, der Tag der Wiedergeburt wird kommen. Sie werden niederknien müssen. 2 Wachen hielten sie sofort fest und zerrten sie unter Flüstern und mitleidigen Blicken weg. Aber Anara wehrte sich nicht. Sie verließ den Ort mit der Haltung einer Person, die glaubte, sie habe gewonnen, obwohl sie in Wirklichkeit alles verloren hatte. Freiheit, Menschlichkeit und sogar ihre Seele. Draußen vor dem Gerichtssaal stand Ethan und sah zu. Er freute sich nicht. Er atmete nur tief durch und nahm dann Ellies Hand, die nun zum Himmel aufblickte, ihre Augen voller ungelöster Fragen. Aber zumindest waren sie zurückgekehrt. Und dieses Mal würden sie nicht zulassen, dass noch jemand weggespült wird. Der Frühling in Portland kam später als in anderen Jahren, als ob die ganze Stadt Zeit brauchte, um aus einem langen Winterschlaf zu erwachen. Das Dawson-Haus am Ende der Ashwood Street hatte keine neue Farbe, keine neuen Möbel und die Tür quietschte immer noch leise, wenn man sie öffnete. Aber etwas hatte sich verändert. Es war nicht mehr so still wie zuvor.
In der Küche stand Catherine lange vor dem alten Gasherd, wo sie vor 14 Jahren den Topf mit der unfertigen Lasagne zurückgelassen hatte. Dieses Mal wich sie nicht mehr aus. Ihre Hand zitterte, als sie den ersten Löffel Soße schöpfte. Der Geruch von Oregano und Tomaten stieg auf und verursachte ein Kloßgefühl in ihrem Hals. »Es riecht immer noch gleich«, sagte sie, als Ethan eintrat. Er antwortete nicht. Er legte nur leicht seine Hand auf ihre Schulter. »Letztes Mal habe ich es nicht zu Ende gebracht«, flüsterte sie, ihre Augen verließen den Topf nicht. »Dieses Mal werde ich es zu Ende bringen.« Oben stand Ellie allein inmitten des alten Raumes, der jetzt ein Ort für alte Bücher und Weihnachtskartons war. Sie erkannte den Geruch der Kalkwände nicht und erinnerte sich auch nicht an den Vorhang, den ihre Mutter in jenem Herbst gewaschen hatte. Aber als sie den alten Teddybären sah, das Ohr hing herunter, um seinen Hals war ein silbernes Band gebunden, erstarrte sie. Sie hob ihn auf, ohne zu wissen, warum ihr Herz so schnell schlug. Und dann wurden ihre Augen feucht. Die Zimmertür öffnete sich leise. Lea stand da, ihre Hände umklammerten sich. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denn als du verschwunden bist, hatte ich nicht den Mut zu fragen.« Ellie drehte ihr Gesicht für einen Moment weg und antwortete dann leise, als würde sie mit sich selbst sprechen. »Ich bin mir auch nicht sicher, wer ich bin. Aber ich möchte es wieder wissen.« Lea trat vor und berührte leicht den Rücken ihrer Schwester. Sie sagte nichts weiter. An diesem Abend saßen zum ersten Mal alle am Esstisch der Familie Dawson. Catherine schöpfte das Hauptgericht auf, Ethan goss Wasser ein, Dan zog den Stuhl für Ellie zurecht. Niemand sprach laut, aber niemand blickte mehr auf den Tisch wie früher. Als Mark an der Reihe war, stand er auf, hielt ein Glas Wein in der Hand und sah Catherine an. Seine Stimme war etwas heiser. All die Jahre war ich sehr wütend auf Mutter. Ich dachte, sie hätte uns verlassen. Aber an diesem Tag habe ich mich geirrt. Catherine antwortete nicht. Sie hob nur ihr Glas, stieß es leicht gegen seins und lächelte leicht wie eine Berührung zwischen zwei Seelen, die zu lange voneinander entfernt waren. Nach dem Abendessen, als alle in ihre Zimmer gegangen waren, saß Ethan wieder am Schreibtisch. Er öffnete das alte Notizbuch, in dem er einst die Enttäuschungen, die Tage der vergeblichen Suche und sogar den Traum vom Unmöglichen festgehalten hatte. Auf die letzte Seite schrieb er: Menschen können die schrecklichsten Dinge überleben. Aber das Schwierigste ist, sich selbst zu vergeben, weil man in der Vergangenheit nicht mehr tun konnte. Mutter ist zurückgekehrt, meine Schwester ist auch zurückgekehrt. Niemand ist mehr unversehrt, aber wir sind immer noch eine Familie und das ist der Anfang. Am nächsten Morgen ging Ellie in den Hinterhof. Die Märzsonne schien auf ihr Haar und betonte die braunen Strähnen in ihrem langen schwarzen Haar. Die alte Schaukel bewegte sich leicht hin und her. Der Wind trug den Geruch von feuchtem Gras und neuer Erde mit sich wie eine Einladung an jemanden, etwas wieder anzupflanzen, das einst vergessen worden war. Von der Küchentür aus hielt Catherine ein altes Buch mit Ledereinband, 101 Familienkuchenrezepte. »Möchtest du mit Mutter Kuchen backen?« fragte sie. Ellie sah sie lange an. Dieses Gesicht war jahrelang zu dem Bild einer schweigenden Heiligen verzerrt worden. Aber jetzt war es nur noch das Gesicht einer Mutter. Eine echte Person, die gerade wieder lernte zu leben. Sie nickte leicht. Die Küchentür schloss sich langsam. Es gab kein Knallen. Und dieses Mal verschwand niemand mehr. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt. Wenn ein geliebter Mensch an einem normalen Tag ohne Nachricht und ohne Spur verschwindet, wie würden Sie dann weiterleben? Ethan lebte 14 Jahre lang so und trug eine Leere in seinem Herzen,
die niemand berühren konnte, bis die Wahrheit ihn in einer regnerischen Winternacht fand. Wir erzählen diese Geschichte auf der Grundlage vieler realer Fälle, die sich in den letzten 2 Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten ereignet haben. Die Namen der Charaktere und Orte wurden geändert, um die Identität der Opfer und ihrer Angehörigen zu schützen. Was Sie gerade gelesen haben, ist nicht nur eine Reise, um Verwandte zu finden, sondern auch ein Kampf, um Erinnerungen zurückzugewinnen, um die Bande des Blutes wieder zu verbinden, die einst durch die Dunkelheit falscher Überzeugungen getrennt wurden. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, teilen Sie sie bitte über WhatsApp mit einem Freund, einem Verwandten oder jemandem, von dem Sie glauben, dass er daran erinnert werden muss. Sie sind nicht allein. Vielleicht suchen Sie auch still nach etwas. Oder Sie müssen einfach wissen, dass die Wahrheit, auch wenn sie vergraben ist, immer die Chance hat, ans Licht gebracht zu werden. Wir können nicht alle retten. Aber indem wir erzählen, zuhören und vertrauen, können wir manchmal jemanden zurückbringen. Senden Sie diese Geschichte. Wer weiß, vielleicht ist es das kleine Licht, das einen verirrten Menschen da draußen leitet.